Schon wieder ein paar Kilos zu viel? Der Gang auf die Waage hat den meisten schon einmal die Stimmung verdorben. Was das mit einer scheinbar langweiligen Kugel und Revolution, leisen und lauten, zu tun hat, erfahren Sie in diesem Video. Aber zuerst einmal hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des M-Vlogs über die Meisterwerke des Deutschen Museums, in der wir die herausragendsten Objekte vorstellen und deren Bedeutung erklären. Es ist der 4. Mai 1536. In Sevilla bringt Francesco Lapi einen Brief über eine Schiffslieferung von Gewürzen und Wein zu Papier. Zur Bezeichnung der mit Wein gefüllten Amphoren verwendet er ein neues, an ihre Form erinnerndes Symbol, das die Spanier Arroba nennen und uns heute merkwürdig vertraut vorkommen würde. Es ist aber nur ein Maß von Hunderttausenden für Volumen und Masse, die im europäischen Handel für Chaos sorgten. Heute schwer nachvollziehbar, es sei denn, Sie versuchen ein englischsprachiges Rezept von Jamie Oliver mit Ounces, Pints oder Gills nachzukochen. Doch die Einführung von allgemeinen Einheiten verlangt nach einender Macht, die im politischen Flickenteppich Europas nicht erkennbar war. Am Ende war es ein gesichtsloser Herrscher ohne Reich, die Vernunft. Ihre Flamme entzündete sich im Juli 1789 in den brennenden Straßen von Paris und führte letztendlich zum Schafott. It was the best of times, it was the worst of times. Charles Dickens' berühmte Worte hätten es nicht besser sagen können. In den Vor- und Nachbeben dieser tektonischen Machtverschiebung sollten die Denkkategorien von Raum, Zeit und Masse neu definiert werden. Ein naheliegender Gedanke: Man nehme irgendein Objekt und definiere es als Maß aller Dinge. Ein Metallstab als winziger Teil eines Erdmeridians wird das Meter. Ein Würfel der Kantenlänge von 10 cm, angefüllt mit destilliertem Wasser bei 4 Grad, das Kilogramm. Der Chemiker Lavoisier schlug dies im Herbst 1793 vor. Genial einfach, doch wurde nicht bedacht, dass sich alle Dinge über die Zeit verändern und damit auch das Maß. Die Konsequenzen dieser Kurzsichtigkeit erlebte Lavoisier nicht mehr. Wenige Monate später wurde er Opfer einer anderen radikalen Neuerung der Zeit, der Guillotine. Aus praktischen Gründen wurde aus Lavoisiers Wasserwürfel ein kleiner Zylinder aus Platin-Iridium, der von 1889 an unter 3 Glasglocken bis heute in einem Safe des Internationalen Büros für Masse und Gewichte bei Paris aufbewahrt wird. Die Welt der Gewichtseinheiten schien für alle Zeit geregelt. Doch 1948 bemerkte man bei den Kopien des Kilogramms im Vergleich zum Urkilogramm eine Veränderung um bis heute ca. 50 Mikrogramm, etwa die Masse einer menschlichen Wimper. Etwas war nun faul im Staate der Einheiten. Die Lösung des Problems: Wenn irgendetwas in dieser Welt konstant ist, dann sind es die Konstanten der Natur selbst. Warum also nicht von diesen ausgehen, um die Einheiten zu definieren? Leider sind die genauen Werte dieser Konstanten nicht bekannt. Seit Jahrhunderten misst man zum Beispiel immer genauer die Lichtgeschwindigkeit, ohne jedoch ihren exakten Wert jemals erreichen zu können, einfach weil Messmethoden immer besser werden. Die Lichtgeschwindigkeit wurde also kurzerhand auf den zuletzt gemessenen Wert festgelegt. Kein Physikbuch musste neu gedruckt werden. Wie kann man aber eine Naturkonstante einfach festlegen? Der Grund ist rein mathematisch. Die Lichtgeschwindigkeit ist durch das Verhältnis aus zurückgelegtem Weg und verstrichener Zeit gegeben, Kilometer pro Stunde. Also eine Gleichung mit den 3 Parametern Geschwindigkeit, Weg und Zeit. 2 können Sie davon frei festlegen. Der 3. Parameter wird dann einfach ausgerechnet. Welche Werte Sie festlegen, ist dabei unerheblich. Das gleiche Prinzip wurde nun verallgemeinert und auch auf das Kilogramm angewendet. Normalerweise wird ein Kilogramm ja durch eine Waage bestimmt. Alternativ lässt es sich aber auch über die Anzahl seiner Atome und deren Atomgewichte definieren. Diese Anzahl hängt über tiefer liegende Gründe mit der sogenannten Planck-Konstanten H zusammen. Wer mehr zu diesem faszinierenden Zusammenhang erfahren möchte, findet dazu einen Link in der Videobeschreibung. Es wurde nun eine 1 Kilogramm schwere Siliziumkugel hergestellt und deren Volumen mit Laserstrahlen bestimmt. Durch dieses Volumen und die Größe eines Siliziumatoms im Kristallgitter konnte man die Anzahl der Atome in der Kugel und damit die Planck-Konstante H berechnen. Dann wurde die Planck-Konstante auf diesen Wert festgelegt. Damit ist auch das Kilogramm letztendlich auf Naturkonstanten zurückgeführt.
Will man nun ein Objekt, zum Beispiel eine Kugel aus Lithiumatomen der Masse von einem Kilogramm herstellen, muss man nur dafür sorgen, dass es die entsprechende Anzahl von Atomen enthält, die man jetzt aus der Planck-Konstante berechnen kann. Dieser Prozess ist allerdings enorm kompliziert und kostet unter Freunden 1 Million Euro. Ein russisches Institut lieferte polykristallines, hochreines Silizium-28, das leichteste seiner Isotope. Damit züchtete man in Deutschland einen etwa 5 Kilogramm schweren, nahezu perfekten Einkristall. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig schliff daraus dann die Kugel. Ihre Form ist übrigens aus rein praktischen Gründen so gewählt, unter anderem, weil sie zum Beispiel keine Kanten und Ecken hat, die abbrechen können. Am Ende war und ist sie tatsächlich das rundeste jemals von Menschen hergestellte Objekt. Würde man die Kugel mit ihren nanometergroßen Höhenschwankungen auf die Größe der Erde aufblähen, würden die Schwankungen ca. 2 Meter nicht übersteigen. Sie ist damit zwar nicht perfekt, aber trotzdem hat die Präsenz dieses Objektes etwas Magisches an sich. Sie zieht einen in seinen Bann und verzaubert. Vielleicht auch deshalb, weil sie uns unsere eigenen Unzulänglichkeiten so schön widerspiegelt. Unsere Reise von der chaotischen Zeit des Arobars hin zu einer so abstrakten heutigen Welt der Einheiten, die durch eine Revolution am 20. Mai 2019 eingeführt wurde und den meisten verborgen geblieben ist, endet nun. Übrigens ist das Arobar bis heute in Gebrauch. Je nach Land hat es lustige Namen wie Kjotschula, Kanellbülle oder einfach Klammeraffe. Es wurde 1971 bei der Adressierung der ersten E-Mail der Geschichte verwendet, um Verwechslung mit anderen Zeichen zu vermeiden. Vielleicht denken Sie ja bei einer Ihrer nächsten E-Mails einmal an diese Geschichte und kommen uns besuchen, um den Kugelzauber selbst zu erleben. Bis dahin zeigen Sie Ihrer Waage ruhig die kalte Schulter. An ihrem Gewicht hat sich nämlich auch mit dem neuen Maß nichts geändert.